Glück auf, liebe Aktienfreunde. Wir starten oder machen weiter mit der Q3 2025 Saison und was sehen meine entzündeten Augen? Ares Capital hat Zahlen veröffentlicht und damit geht es auch sozusagen mit der BDC-Saison los. Der erste BDC, zumindest von denen, die ich hier so untersuche, der mit Zahlen um die Ecke gekommen ist. Sonst haben wir aus dem BDC-Universum, habe ich bisher zwei Messages sozusagen hier zur Kenntnis genommen, nehmen dürfen. Zum einen, dass TPVG statt der erwarteten Dividende von 23 noch eine zusätzliche Sonderdividende von 2 Cent bezahlt, was natürlich, na sagen wir mal, äußerst überraschend ist, da die 23 ja gerade auf die erste Dividende nach einer, oder die zweite, nach einer Kürzung gewesen sind. Und dann legen sie gleich eine Sonderdividende drauf. Na nu, was ist da los? Das werden wir in den Zahlen dann von TPVG sehen. Ja, und CSWC, also Capital Southwest, hat eine Abschätzung zum NAV abgegeben. Die machen ja mal, das machen sie regelmäßig. Sobald das nächste Quartal anfängt, geben sie schon mal so Schätzzahlen ab und das NAV ist leicht gestiegen, also ich glaube nur um 1 Cent oder so. Das beides zusammen sind ja eher positive Nachrichten, denn an sich hat Q4 ja mit dieser Firmenpleite von First Brands begonnen und das hat zwei BDCs betroffen, also PSEC und PSBD. Den letzteren kenne ich gar nicht, den hatte ich mir schon mal angeschaut und dann aber nein, danke gesagt. Und von den Krediten, die da in den Ausfall geraten sind, sollen auch ein großer Teil in CLOs liegen. Das hat jetzt nicht beides Nachrichten hier zusammen oder die Auswirkungen von diesen Nachrichten und dann die Äußerungen noch von Jamie Dimon zu den Küchenschaben hat dazu geführt, dass im Oktober jetzt die Kurse von BDCs und den CLO haltenden Closed-End Funds auch deutlich unter Druck geraten sind, diese beiden Anlageklassen im Moment also eher günstig zu kaufen. Und umso wichtiger sind dann positive Nachrichten. Und jetzt müssen wir uns mal halt anschauen, wie gut hat das jetzt mit Ares Capital funktioniert. Das vernünftige Zahlen, die da rausgekommen sind, ich sage mal im Rahmen der Erwartungen. Dazu schauen wir uns zuerst mal den Kursverlauf von Ares an. Wir waren hier im September, im Oktober, also schon nach diesen Nachrichten ist es ordentlich in den Keller gegangen. Tiefstand hier in den letzten 2 Jahren im April, Gruß an Donald. Und dann jetzt im Oktober praktisch auf dasselbe niedrige Niveau heruntergestürzt, wohl denen, die hier unten gekauft haben. Denn da waren wir unter 19 Dollar und sind jetzt wieder bei über 20 Dollar doch relativ zügig wieder angekommen. Und gestern sind die Zahlen vorbörslich veröffentlicht worden und wir haben gestern eine Bewegung von plus 1,2% gesehen. Es ist jetzt nicht die Welt, also da kann man schon mal was draus ablesen. Die Zahlen werden nicht ganz schlecht gewesen sein, es wird aber auch keine super positive Überraschung gegeben haben. Also eher auf dem zu erwartenden Niveau, würde ich mal sagen. Rein anhand dieser Veröffentlichung. Dann hilft der nächste Blick auf Seeking Alpha. Auch die haben eine 1 plus 1,2, na, das deckt sich schon mal. Pre-Market auch nochmal um 9 Cent zugelegt, okay. Yield 9,45, ja, wir haben hier einen BDC, der nicht nur der größte ist, sondern auch, was den Yield angeht, jetzt nicht der beeindruckendste, aber immerhin. Über 9% ist bei Ares Capital schon gut. Die Ratings von den Seeking Alpha Analysten nur ein Hold mit 3,1. Die Wall Street sieht das durchaus positiver, 4,46 ist da sehr gut. Wir haben ja mit Ares einen BDC, der langfristig doch häufig über dem S&P 500 gelegen hat. Ja, hier mischen sich wieder die Bullen und die Bären. Es gibt auch einen hier von Hunting Alpha, der sagt Risiken, die man nicht ignorieren sollte vor der Bekanntgabe der Q3-Zahlen und der hat das dann auf Verkaufen gesetzt. Und das ist auch ein Wert, wo sicherlich relativ viele Analysten was dazu sagen. Wir haben also hier immerhin 15 Wall Street Analysten, das sind für so einen Nebenwert, sage ich mal, schon relativ viel. Und hier 11 Seeking Alpha Schreiberlinge sozusagen, die das bewerten. Da ist eben eine sehr starke Hold-Fraktion zu finden, während wir hier eine sehr starke Strong-Buy-Fraktion haben. Es ist schon interessant, dass das so auseinander läuft in der öffentlichen Bewertung. Was wir hier schon mal mitnehmen können, Ares Capital hat eine 48 Cent Dividende deklariert. Alles andere wäre jetzt wirklich über eine
super negative Überraschung gewesen. Warum kommt, da kommen wir noch zu. Ja, dann lasst uns in die Zahlen hineinsteigen sozusagen. Da habe ich ja immer meine eigenen Tapeten. Und die erste positive Überraschung, der Aufwärtstrend im Assetbestand geht weiter. Wir hatten einen Tiefstand hier unter 26 Milliarden Dollar. Ja, wir sind ja beim größten BDC in den letzten 5 Quartalen ganz am Anfang und seitdem geht es eigentlich aufwärts und jetzt also nochmal 3% im Quartal dazugelegt, year to year also 10% und auch gegen Endbestand des Vorjahres 7%, also alle 3 Metriken hier sozusagen im Plus und in absoluten Zahlen haben wir hier eine Zunahme von über 800 Millionen. Da wären manche BDCs froh, wenn sie 800 Millionen im Bestand hätten. Aber das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Zahl, kann man sagen. Die Anzahl der Investments hat auch zugenommen von 566 auf 587 Unternehmen. Also breit gestreut, nie bereut, würde ich sagen. Der Mittelwert dafür, dass das so ein riesen Tanker ist, ARCC, Ares Capital, ist dann mit unter 50 Millionen doch relativ konstant geblieben in den letzten 3-4 Jahren. Das ist, würde ich eher positiv sehen. Wir haben eine Zunahme, ich habe jetzt hier immer nur den variablen Zins aufgeschrieben, der hat jetzt zugenommen. Jetzt wären wir eigentlich in der Situation, wo man sagen könnte, jetzt wäre es mal gut, wenn der nicht zunimmt. Aber die Kunden sind ja auch nicht doof und von daher, also die variablen Verzinsungen haben zugenommen. Wie die Verschiebung zwischen erst- und zweitrangig ist, schauen wir uns dann nochmal in deren Bericht an. Ja, Cashbestand ungewöhnlich hoch. Die haben also hauptsächlich die neuen Sachen hier aus Revolverfinanzierung, da haben sie Geld entnommen und da ist jetzt ein großer Betrag übrig geblieben. Es kann aber sein, dass der schon in den Aktivitäten vom Oktober dann wieder verschwunden ist. Das ist der Stand 30.09. Vielleicht sagen sie im Earnings Call was dazu. Den habe ich, muss ich fairerweise sagen, jetzt noch nicht angeschaut. Einfach weil alles relativ schlüssig auch für mich gewesen ist. Cashbestand ist so ein bisschen hoch, aber das können sie einfach auch wieder in die Revolverfinanzierung hineinschieben. Also es ist kein langfristiger entnommener Cash, sondern das ist jetzt im Moment mit diesen variablen Finanzierungsoptionen und von denen haben die, glaube ich, 3 Stück. Ja, wie gesagt, ein normaler BDC hat da eine und es ist wirklich ein großer BDC. Ausleihungen, also der Bestand an Ausleihungen hat zugenommen, klar. Muss ich den Zuwachs hier finanzieren. Hier +7, hier +9. Also man hat ein bisschen mehr durch Fremdmittel jetzt, die Finanzierung durch Fremdmittel ist ein bisschen stärker gewachsen als durch Eigenmittel. Eigenmittel heißt neue Aktien verausgabt, hat man auch gemacht. Wir haben also das Eigenkapital hier leicht wachsend von 14 auf 14,3 und das kommt im Wesentlichen durch die Herausgabe neuer Aktien. Ansonsten ist man in der Verpflichtung, Dividende zu bezahlen und im Moment verdient man so in etwa, jedenfalls war das in Q2 so genug, um so die Dividende auf Dividendenhöhe verdient man auch. Also rein durch die Erträge, die man erwirtschaftet, da ist es schwer, das Eigenkapital zu steigern und ist auch bei den BDCs ja nicht vorgesehen. Die sollen ja nicht Gewinne einbehalten, sondern müssen 90-95% auszahlen, um gänzlich steuerfrei dazustehen. Und eine Regel, die Ares in der Vergangenheit immer mal gebrochen hat, dann fallen also solche Basissteuern an, die haben sie auch bezahlt. Und so sind sie halt durch die Phase 2023, 2024, als sie relativ viel verdient haben, durchgekommen, ohne die Dividende zu erhöhen. Und haben jetzt sozusagen ein Polster im Rücken liegen, so wie ich jetzt ein Polster in meinem Rücken, ein Kissen in meinem Rücken liegen habe, auf denen die jetzt gut ihre Dividende konstant halten können. Eigenkapitalquote ist jetzt ein bisschen gesunken von 48 auf 46. Ja, wir kommen jetzt auch ein bisschen in die Zeit hinein, wo zumindest an der variablen Zinsfront die Zinsen sinken werden. Wir haben eine Zinssenkung gesehen, 2 stehen noch aus. Jedenfalls gehen alle davon aus, ich gehe davon auch aus. So, dann haben wir den nächsten Punkt, Einnahmesituation. Sehr schön, 500, hier hat man noch 570, 540. Ja, das hängt eben damit zusammen, dass die teuren Kredite zurückfließen und die neu vergebenen niedriger verzinst sind. Das wirkt sich auf die Dauer schon in den Quartalzahlen aus. Trotzdem ist es schön, dass wir eine leichte Steigerung von Q1 auf Q2 hatten und jetzt nochmal 5% Zunahme in den Zinseinnahmen. Das hängt einfach mit dem Volumina dann zusammen.
Dividende und anderes. Positive Entwicklung, da liegt man sogar über Vorjahr, wenn ich die drei Zahlen hochrechne auf die 828, 3% davor. Und auch die drei Zinseinnahmen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Das ist natürlich sehr positiv. Ja, es kann sein, dass wir jetzt nicht viel weiter über die 560 hinauskommen, aber da müssen wir mal abwarten. Vielleicht ist es ja doch so. Und in Q4 hatten wir hier nur 540. Also das deutet doch darauf hin, dass wir auch mit Q4 hier das Q4 des Vorjahres dann gut schlagen können und dann insgesamt doch deutlich über, also was heißt deutlich, 1-2% über Vorjahr liegen. Das wäre schon sehr positiv. So die Dividenden und Gebühreneinnahmen tun ihr Übriges dazu. Wenn ich jetzt einen Quotienten bilde, dann ist dieses Absinken, was eben mit dem Zinsmarkt zusammenhängt, sogar gestoppt worden und wir haben wieder eine leichte Zunahme hier von 10,8 auf 11,1 Gesamteinnahmen in dem Quartal bezogen auf den Mittelwert der beiden des Bestandes hier und hier. Bei den Ausgaben haben wir Zinsen. Jetzt hat man etwas stärker auf diese Revolverfinanzierung zurückgegriffen. Und das sieht man jetzt auch, da sind die Zinsausgaben in Q3 gestiegen und liegen eben hier doch 11% über dem Vorquartal. Es steht jetzt eigentlich an, dass man man hat also keine neuen Notes begeben, die ja häufig günstiger finanziert sind als diese Revolverfinanzierungen. Schauen wir mal, was da so passiert in Q4. Also ich gehe mal davon aus, dass in Q4 jetzt auch neue Notes begeben werden, dass man nicht weiter auf diese kurzfristigen Revolver setzt und die dann auch mal wieder ein bisschen entspannt und dadurch die Zinsen dann wieder ein bisschen runterbringt auf der Ausgabenseite. Ja, der Mittelwert der Zinsen ist dadurch um 0,2 jetzt hier gestiegen. Okay, es ist gerundet, kann es sein, dass das nur 0,15 oder so sind, aber wir haben ja doch schon eine deutliche Steigerung hier. Auch um 11% und haben bei den Ausleihungen hier eine 10,6. Also die Zinsen sind ein bisschen schneller gestiegen als die Volumina der Fremdmittel. Zinsausgaben an den Einnahmen daher auch ein bisschen höher, von 25 auf 26,7 ist eine Metrik, auf die ich immer gerne achte. Unter 25 finde ich sehr gut, gut und zwischen 26 oder 25 und 30, das ist auf jeden Fall noch eine 3 als Note, aber ja, die Zeiten, wo man da mit einer 20% ausgekommen ist, sind im Moment noch nicht da. Vielleicht sehen wir da mal ein Einpendeln, wenn wir jetzt wirklich niedrigere Zinsen auch wieder haben, denn diese günstigen Verhältnisse kommen ja aus der Tiefzinsphase. Wir können ja nochmal zurückgehen. Hier 2019 19%, 21, 20. Da hatten wir ja wirklich niedrige Zinsen in diesen 3 Jahren. Und die Zinsanstiege haben dann eben natürlich auch auf der Ausgabenseite die Zinsen sogar schneller nach oben gebracht als auf der Einnahmenseite. Das würde ich sagen, sieht man hier so ein bisschen. Und die wirkliche Wende ist ja nur sichtbar am Horizont, die ist ja noch nicht da. Also außer dieser einen mickrigen Zinssenkung, die wir jetzt gesehen haben. So, dann haben wir im nächsten Punkt, haben wir erstmal gar nichts, das müssen wir erstmal einblenden. Im nächsten Punkt haben wir den Gewinn und der ist nicht gesteigert, 365, 340, 42, 88, also in 1% zurückgegangen. Insgesamt, wenn man das hochrechnet, liegen wir minus 0,7 gegenüber vorher. Also das Net Investment Income ist jetzt nicht der Buchhaltungsgewinn, liegt so in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Damit kann man meiner Meinung nach zufrieden sein. Wie gesagt, diese Effekte, dass neu vergebene Kredite niedriger verzinst sind als die zurückkommen, haben wir schon seit Ende letzten Jahres, sehen wir das in den Quartalsberichten. Ja, jetzt haben wir Bewertungsänderungen im Vorjahr plus 33 Millionen, jetzt plus 66. Also hier nichts zu sehen von starken Korrekturen im Bestand aufgrund von ausgefallenen Darlehen und so weiter und so weiter. Ein Thema, wo vorher viele jetzt Angst hatten, Darlehensausfälle, nicht? Insbesondere weil das eben nochmal durch diese First Brand-Pleite verstärkt worden ist. Hier, ja, es gibt weiterhin Ausfälle, das ist ganz normal im BDC-Geschäft, aber in Summe gibt es jetzt sogar eine Zuschreibung auf das Kreditportfolio. Und ja. Und ja, jetzt kann man natürlich kommen, ja, das manipulieren die sich irgendwie hin oder so. Das ist Quatsch. Also Ares ist seit 25 Jahren am Markt und
dass die vernünftig mit Geld umgehen können. Ich denke, das haben die jetzt wirklich über lange Zeiträume bewiesen. Ja, dann kommen wir zum Buchhaltungsgewinn, Stockholders Equity Vermehrung. Und durch diese Zuschreibung, die wir hier gesehen haben, liegen wir natürlich jetzt hier deutlich über diesen beiden Quartalen. Und wenn man das hochrechnet, sind wir jetzt 11% unter Vorjahr. Ja, hier haben wir auch eine 1,5 Milliarden gesehen. Da werden wir wohl dieses Jahr nicht hinkommen. Aber immerhin müssen wir jetzt in Relation pro Aktie sehen und wie das sich mit der Dividende sozusagen abgleicht. Trotzdem ein schönes Ergebnis, Eigenkapital stärkend, das finde ich schon mal ganz gut. Aktienbestand hat wie gesagt zugenommen, die haben also ungefähr 10 Millionen neue Aktien begeben in Q3 2025 und der Durchschnittsbestand ist dann natürlich auch gestiegen, also hier plus 1,4 und im Durchschnitt um 2% gestiegen. Es hängt immer davon ab, wann die Aktien begeben werden, Anfang oder Mitte oder Ende des Quartals. Ja, der Kurs ist auf dem Weg nach unten. Wenn ich hier zurückgucke, liegen wir jetzt unter dem Kurs von Q3 2024 und hatten zwischendrin mal Kurse, die über $22 gegangen sind. Das haben wir ja auch schon in der Grafik gesehen, dass wir da mal so einen Hügel drin hatten. Zwischendrin und ein Tiefstand im April letzten Jahr. Ne, im April diesen Jahres, wenn ich das richtig sehe, ja. Stimmt doch, ne? Genau. Da ging es aber ja auch wieder schnell nach oben. Ja, hier, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, hier bis Oktober, das ist ja noch, und diesen Bereich, der ist ja jetzt in den Zahlen drin, dann liegen wir jetzt im Moment mit ungefähr $21, nicht, vielleicht noch nicht in der Mitte, also wir sind 2050, wenn wir bei 21 sind, vielleicht so ein Mittelwert der letzten 5 Quartale und geschweige denn hier von Werten, die dann in der Spitze ja bei $24 waren, also das ist schon, also jetzt müssen wir uns das NAV angucken, um zu bewerten, sind wir jetzt über dem NAV oder drunter. Und das haben wir jetzt hier stehen, den Buchwert, die Aktie liegt bei 20, also wir sind jetzt doch leicht über dem Net Asset Value. Und der hat sich jetzt ja ganz schön entwickelt, hier nochmal 10% gestiegen, 10 Cent gestiegen, 0,6%. Und liegt auch über dem Schlussbestand des Vorjahres, das ist auch gut. Ja, also ein 20er NAV hatten wir jetzt, was ich hier so sehen kann, noch lange nicht. Wie weit geht denn das jetzt zurück? 2014, ne, da waren wir so bei $17. Man muss ja immer sehen, man kriegt auch eine fette Dividende ausgezahlt. Und wenn die dann noch das NAV so langsam vor sich hin steigern können, dann ist es doch sehr angenehm. Das gelingt nicht jedem BDC hier. Grüße gehen raus an Triple Point Venture. Gewinn je Aktie 57 Cent. Durch die Bewertungskorrekturen hier wirklich guter Wert. Wir haben eine Dividende, das ist jetzt kein Geheimnis, von 48 Cent. Also der Gewinn in den letzten beiden Quartalen kann man sagen, ganz gut. Ist aber nicht so eine gute Metrik für die, weil es doch sehr schwankend ist, immer von den Bewertungskorrekturen abhängt, die man auf den Darlehensbestand machen muss, machen darf, machen will. Das Net Investment Income hier 48 Cent, das passt genau zur Dividende. Letztes Quartal war noch 49 Cent und davor 54. Ja, da sehen wir schon ein bisschen Druck auf auf das Net Investment Income, wenn ich es pro Aktie rechne. Dann sind wir jetzt genau bei der Dividende angekommen. Da müssen wir jetzt mal in deren Bericht hineingucken, ob da noch Rücklagen sozusagen sind, das sogenannte Spillover Income aus den guten Zeiten, denn wir hatten hier ja auch 48 Cent Dividende, eine Firma 48 sind 1,92 und da hatten wir ein Net Investment Income von 30 Cent höher, auch von 35 Cent, von 30 Cent, von 20 Cent höher. Also wir hatten jetzt hier 3 Jahre, in denen also ordentliche Rücklagen angesammelt worden. Und ja, das Core EPS Earning per Share, das rechnet die sich aus, das vollziehe ich auch nicht nach, das liegt ja bei 50 Cent, liegt ein bisschen besser. Einmaleffekte sind da so rausgerechnet und ja, nehme ich mal so hin. Da ist das Verhältnis von dem Core EPS zum Vorjahr ein bisschen ausgeglichener. Man liegt trotzdem noch 11% unter Vorjahr. Und hier beim Net Investment Income habe ich jetzt gar nicht, warum nicht, weiß ich nicht. Auch mal rechnen. Da liegen wir auch nur 10,5 Cent drunter. Okay. Gar nicht so eine große Änderung. Also das Core EPS, wie man sehen kann, ist noch mehr ausgeglichen hier mit den 50. Ich hoffe, ich habe es auch richtig eingetragen. Wenn nicht, müssen wir nochmal gucken.
während das berechnete Net Investment Income dann doch gewisse Schwankungen aufweist, ne, von 54, 49, 48. Das ist aber eigentlich auch meine Größe, die ich hier anhand des Net Investment Incomes und des Durchschnittsbestand der Aktien ausrechnen kann. Ja, die Dividende 48 seit 2023. 2022 war es sogar noch mal ein bisschen niedriger, ja. Gibt es keine Änderung. Auch die nächste Dividende werden wieder 48 Cent sein. Sonderdividenden haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Hier gab es mal welche 2022, kann ich mich noch dunkel daran erinnern. Schön war die Zeit. Seitdem gibt es keine mehr. Obwohl wir jetzt eben deutlich gewachsenen Net Investment Income, deutlich gewachsenes Core EPS gesehen haben, haben die Dividende nicht nach oben hin entwickelt wie so viele andere BDCs oder haben Sonderdividenden bezahlt, sondern haben das zurückgehalten, das Geld für, ja, das, was jetzt passiert, nämlich eine Absinken des Ertrages. 96% im Verhältnis zum Core EPS. Ich denke, das Core EPS ist für die sozusagen die Regel- und Steuergröße. Dividende am Kurs ist jetzt mal wieder interessant, über 9%. Wir waren auch häufig unter 9%, teilweise unter 8%, wenn man diese Spitzenkurse da gesehen hat. Wobei die Zeiten, als man hier mit Ares immer über 9 gelegen hat und teilweise ja sogar an die 11% hier mal rangekommen ist, 2015 oder 2022 über 10% noch gelegen hat. Da werden wir, das ist meine Vermutung, nicht mehr so schnell hinkommen. Das wäre ja dann der Fall, wenn die Kurse jetzt deutlich nach unten gehen würden. Da sehe ich im Moment auch jetzt nach dieser Medienpanik, die da so ein bisschen wieder geschoben wurde. Ja, alle Kredite fallen aus und es gibt so und so viel großes Kreditvolumen, was in ich weiß gar nicht, warum Ares ein Schattenunternehmen sein soll. Die veröffentlichen ja alles hoch und runter. In Schattenbanken liegt und so weiter. Das ist alles Blödsinn, was da immer erzählt wird. Also ich würde sagen, solide Zahlen in dem Niveau, was man auch hatte erwarten können. So, wir schauen jetzt mal im Schnelldurchgang ein bisschen hier durch die Präsentation durch. Die ist natürlich wie immer sehr gut. Hier haben wir nochmal Core EPS, ja 50-50, also da hat sich nichts geändert, das habe ich doch richtig übernommen. Die Zahlen haben wir so ähnlich. Die sprechen davon, dass der gewichtete Yield auf Debt und andere Income-Producing Securities bei 10,6 liegt. Ich habe ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich rechne das ja auch ein bisschen anders. Übrigens, Commitments in Q3 sind 3,9 Milliarden, die sie an neue Verpflichtungen unterschrieben haben und gekündigte Commitments sind 2,6 Milliarden, also hier eine Differenz von 1,3. Das heißt nicht, dass das hier schon gefundet wurde. Das zieht sich dann immer durchaus mal noch 1-2 Quartale hin. Ich wollte nochmal auf die Neuvergabe auch schauen. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ja. Hoch- und Tiefpunkt des Aktienkurses. Ja, hier kommt nochmal eine Tabelle. Also erstrangige Darlehen, die sie haben, hat jetzt zugenommen in der Summe von 58, 59 und 61. Also man shiftet seinen Darlehensbestand weg von den zweitrangigen hin zu, von niederen Rangklassen. Und da muss man sagen, das war bei Ares hier mit 53%, 57%. Da gibt es wirklich BDCs, die bei 95% sind und so erstrangig. Was es dir nachher im Krisenfall nutzt, da hat man bei First Brands gesehen, die haben dann betrügerischerweise dasselbe Asset in zur Besicherung an mehrere Kredite begeben. Das ist natürlich etwas, was auch strafrechtlich oder verfolgt werden kann hinterher. Aber grundsätzlich ist es schon gut, wenn man erstrangige besicherte Darlehen hier sozusagen hat. Und der Shift findet also statt. Und ja, alles, was niederen Ranges hat, das nimmt jetzt hier deutlich ab. Was heißt deutlich? Es geht langsam voran, würde ich sagen. Floating Rate hat eben auch zugenommen. Ich denke, das kommt jetzt nicht unbedingt von Ares, sondern von den Kunden selber. Fixed Rate also ein bisschen runtergekommen. Dann haben sie ja noch diese
Joint Venture da mit Ivy Hill Asset Management, die also auch nochmal kleinere Kredite, glaube ich, vergeben. Ja, hier nochmal die Yields zusammengestellt. Wie gesagt, ich liege ein bisschen drüber, aber ich rechne auch ein bisschen anders. Hier haben wir nochmal die Commitments und den Exit von Commitments. Und das ist als Nettogröße von den letzten 5 Quartalen auf Platz 2. Also vor einem Jahr war es ein bisschen drüber noch, aber es ist natürlich ein sehr guter Wert. 1,3 Milliarden. Und bei den Transaktionen sieht man das also hier. Die Laufzeit ist weiterhin mit über 70 Monaten gut. Die 49 haben wir auch gesehen, genau. Gefundet sind 3,5 Milliarden und dann haben wir eben Rückläufe und dann sind 800 Millionen im Netto gefundet worden. Wenn ich das vergleiche, ist sogar der beste Wert der letzten 5 Quartale. Ja, ist auch gut. Also jetzt hier so von Krisenszenario kann man jetzt hier nicht unbedingt in den Zahlen viel erkennen, so würde ich das mal sagen. Ja, den Ertragssituation haben wir uns jetzt schon mal angeschaut. Anzahl der Aktien, leider sagen die nur, wie viel 100 Millionen Aktien oder wie viele Millionen Aktien draußen sind. Finde ich ein bisschen blöd, das könnte man noch ein bisschen detaillierter hier darstellen, aber naja, meine Meinung. Gut. Ja, über 9 Monate gesehen haben wir jetzt ein, nee, das ist nicht 9 Monate. Entschuldigung, irgendwo gibt es auch eine 9-Monats-Darstellung, das kommt aber, doch, hier ist 9 Monate. Genau. Also per Share in 9 Monaten haben wir also Net Investment Income haben wir hier gar nicht. Ne, hier haben wir nur Core EPS 1,50, 1,78. Da sehen wir schon einen Rückgang gegenüber vorher. Das ist unzweifelhaft so. Aber Q4 war auch nicht mehr besonders stark im Vorjahr. Also von daher habe ich da wieder ein bisschen Hoffnung. Ja, Expenses und so weiter hatten wir schon diskutiert. Will ich gar nicht ins Detail gehen. Letztlich haben die nur die Zinsen und dann haben sie die Management-Fees. Ne? Das haben wir ja schon mal in dem BDC-Vergleich, wenn wir das uns, können wir uns das dann nochmal anschauen. Es ist nicht der preiswerteste BDC bei Ares, sondern der größte, so würde ich das sagen. Es gibt BDCs, die preiswerter sind, was die Gebührenstrukturen angeht. Ob die nachher besser funktionieren, das ist dann, das sehen wir dann im BDC-Vergleich. Da ist dann manchmal die Enttäuschung auch groß. Ja, die Zugewinne jetzt hier mit 66 insgesamt auf realisierte und unrealisierte Zugewinne und Verluste im Vergleich der letzten 5 Quartale das beste Ergebnis. Und wir hatten eben auch in Q1 hier starke Abschreibungen drin, teilweise auch in Realisation. Unrealisierte Abschreibungen hier 350 Millionen, das war schon relativ viel, die wir hier gesehen haben. Assetbestand, Schuldbestand haben wir uns im Prinzip schon angeguckt. Die Aufteilung auf die Firmen brauchen wir jetzt auch nicht so reingehen. Ich will nochmal hier auf die neuen Commitments schauen. Genau, da haben wir das. Und da sehen wir also erstrangig jetzt bei 85%, nach 82 wieder ein bisschen angezogen. 92 ist natürlich noch besser. Insgesamt liegen aber alle Zahlen über dem Durchschnittsbestand, was Erstrangigkeit angeht. Und wir sehen eben auch im Rückfluss, es kommen jetzt hier erstrangige Darlehen im Bereich 50%, 70% zurück. Also wir sehen dadurch, dass wir mehr Erstrangige vergeben und in dem Rückfluss sozusagen hier sehr stark Zweitrangige noch drinstecken haben, eine Verschiebung des Bestandes im Portfolio hin zu erstrangigen Darlehen, was grundsätzlich erstmal gut ist. EBITDA der Kunden hat es jetzt nicht so eine große Weiterentwicklung gegeben. Das ist ein Prozentpunkt hier oder 0,1 Prozentpunkt hier nach unten gegangen. Absolut gesehen, aber ist es gestiegen hier, wenn man das EBITDA der Kunden hier anschaut. Portfolio bei Investment Grade. Ich glaube, Grade 1 und 2 sind die schlechten Grades. Ja, genau. Das ist also, ich habe es einmal nachgeguckt, weil ich mich ein bisschen gewundert habe, warum die nur so wenig gut laufende Firmen haben. Die machen das nur wieder umgedreht, wie viele andere. Die gut laufenden stehen hier oben. Gut laufend ist da auch immer relativ zu sehen. Diese Mittelposition bedeutet, dass die Firma dieselbe Kreditqualität hat in einer bestimmten Bandbreite,
wie man das am Anfang auch erwartet hat. Das heißt, wenn man einen Kredit an ein mittelmäßiges Unternehmen vergibt, und das ist heute noch ein mittelmäßiges Unternehmen, dann taucht das in diesem Mittelbereich auf, weil sich nichts verändert hat. Ja, also wenn man einen Kredit an ein sehr gutes Unternehmen vergibt, das ist jetzt immer noch ein sehr gutes, taucht es auch hier auf. Und eine Verbesserung der Kreditqualität taucht hier oben auf und eine Verschlechterung taucht in den beiden unteren Klassen auf. Ja, und das, ja, bei Fair Value heißt natürlich auch, dass die Abschreibungen schon abgezogen sind. Also das sieht man ein bisschen daran, wenn man das bei Number of Companies anguckt, dann sind die beiden unteren Klassen deutlich schlechter, also höher besetzt mit Unternehmen und die Darlehen, die man vergeben hat, die sind dann aber auch schon abgeschrieben worden. Ne? Dann hier steht nur bei, kann man jetzt nicht sehen, bei Fair Value, Portfolio bei Fair Value. Aber man könnte jetzt, wenn ich so eine Tabellen präsentiere, auch nochmal hinterschreiben, gut oder schlecht oder bad. Aber man kann das dann hier in Anmerkung 23, da kann man das dann finden. Dass das umgedreht ist wie bei vielen anderen BDCs. Ja, hier sind die Darlehen, die nicht non-accrual sozusagen sind. Das ist ungefähr die Hälfte auf Kostenbasis abgeschrieben worden. Die Darlehen sind zwar immer noch non-accrual, aber man hat ja auch eine Abdeckung, wenn es ein erstrangiges Darlehen ist, und eine Chance auf Wiedergewinnung, entweder indem das Unternehmen übernommen wird oder indem die Assets des Unternehmens nachher noch verwertet werden, um Darlehen zurückzuführen. Sofern es erstrangig ist, hat man da gute Chancen. Bei zweitrangigen muss man schon ein bisschen mehr Abschreibungen vornehmen, sozusagen. Ja, also auf Fair-Value-Basis im Prozent vom gesamten Bestand sind wir ungefähr bei 2,3%, würde ich sagen. Und auf Kostenbasis bei 4,1. Ja, das ist aber so ähnlich wie im Vorquartal. Hat sich leicht verbessert, hat sich leicht verbessert. Was ist im Oktober passiert? Man hat im Oktober 735 neue Kredite vergeben und es sind 1,1 Milliarden Exits schon passiert. Also das Portfolio ist im Oktober ein bisschen geschrumpft insgesamt. Und irgendwo habe ich auch gesehen, man hat ausgefallenes Darlehen auch zurückbekommen. Ja, genau, hier 7% der Rückflüsse, die jetzt gekommen sind, sind vom ausgefallenen Darlehen gewesen. Ja, ist also auch ein bisschen was zurückgelaufen. Natürlich hat man keine vergeben, die jetzt schon ausgefallen sind, das ist klar. Man hat auch Darlehen verkauft, zu Buchwerten aber. Es gibt ein gewisses Backlog auch, was wir hier sehen können. Das ist auf verschiedene Assetgruppen verteilt. Wollen wir jetzt auch nicht so sehr reingucken. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Krediten, die wir hier die sich ja hier ein bisschen aufgebaut haben, was man selber an Schulden hat. Und da sehen wir also, wir hatten im Q2 hier noch 2,7 Milliarden in diesen Revolver-Finanzierungen. Da gibt es sogar 4 Stück. Und das sind jetzt 4,8. Das heißt, man hat die neuen vergebenen Darlehen hauptsächlich aus diesen Revolver-Finanzierungen genommen. Die sind nicht ganz billig hier, mit 5,9% liegen die über dem Durchschnitt der Darlehen. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass man in Q4 jetzt eine neue langfristige Finanzierung eingehen wird und das Geld dann hier wieder reinschieben wird. Hat man vielleicht auch schon gemacht, denn wir haben ja einen recht großen Cashbestand am 30.09. Gesehen. Das hätte ich jetzt als Buchhalter schon am 30.09. da reingeschoben, um diesen Bestand wieder runterzufahren und nicht so viel Cash auf dem Konto zu haben. Aber die werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie das nicht gemacht haben. Hier sehen wir eben SOFR plus 1,9. Der Vorteil dieser ganzen Finanzierung ist, dass wenn jetzt die Fed-Fund-Rates sinken, dann sinkt auch die SOFR-Rate so nach und nach. Das ist ja immer so ein Monatsdurchschnittswert und so weiter. Und ja, die sind auch langfristig laufend hier bis 2030. Also insofern kommt es hier immer auf die Aufschläge sozusagen an. Ja, dann haben wir hier CLO-Notes, die sie begeben haben. Die tauchen dann wieder bei meinen Closed-End Funds auf. Da taucht Ares CLOs tauchen da auch immer auf. Und da haben wir jetzt hier Zinslasten von 6 und 5,9 drauf liegen. Das liegt also sogar noch über den Revolvern. Gar nicht so billig. Und dann haben wir eben diese unbesicherten Notes. Also bei CLOs haben wir ja grundsätzlich eine Besicherung drin stehen in den Krediten. Und hier haben wir unbesicherte Kredite sozusagen. Das läuft eben über diese Notes, die begeben werden. Die sind ja auch an der Börse kaufbar. Also nicht alle vielleicht, aber in Teilen. Da bin ich jetzt auch nicht so der Experte hier bei Ares,
weil die Zinsen dann doch relativ niedrig sind. Hier sehen wir zum Beispiel eine mit 3,2%. Hier gibt's eine Änderung. Januar 2031 Notes sind auch begeben worden, 650 Millionen für 5,1%. 5,1 ist, ja, das ist aber deutlich weniger als das, was wir hier bei den Revolver-Finanzierungen haben. Da hätte man schon mal 0,8. Hat man schon mal gespart. Ich gehe davon aus, man wird das nochmal machen, dass man jetzt sowas begibt. Das ist variabel verzinst, wobei hier ist ein Sternchen dran, die werden als festverzinste Notes an die Börse begeben und dann macht man ein Swap-Geschäft. Dadurch ist man erstmal, ne, man hat SOFR von 4 plus 1,7, da liegt man jetzt bei 5,7%. Ja, warum macht man das? Weil man eben damit rechnet, dass die SOFR-Raten nach unten gehen. Jetzt braucht man also noch 3 Zinssenkungen, dann liegt man unter dem, was man an der Börse als angeboten hat, sozusagen. Nicht? Und wer das kauft, jetzt eine 5,1 von Ares, die läuft bis 2031, der hat natürlich eine super Verzinsung von 5,1% fest für 6 Jahre eingeloggt, sozusagen. Ja, stimmt. So, und dieser Swap, der findet also nicht an der Börse, sondern außerhalb statt, mit einer Gegenpartei, die das gerne machen will, um Festzins gegen Variabel zu tauschen. Am Anfang ist es ja auch teurer, also am Anfang verdient die Gegenpartei auch was damit. Jetzt muss man halt schauen, wann wird der SOFR bei einem Wert liegen, der so niedrig ist, und kannst ja ausrechnen 5,1 minus 1,7, also muss er bei 3,4% und tiefer sitzen, und dann hat Ares ein Geschäft gemacht, sozusagen daraus. Insgesamt haben wir jetzt hier eine Verzinsung nach deren Berechnungen von 5,1 waren die Notes, insgesamt von 5,11 hier, Weighted Average am 30.09. Genau. Und dann ist das auch hier die 5,11 ist, die Notes waren 4,6, Entschuldigung, da habe ich jetzt nicht richtig nachgedacht. Insgesamt 5,11. Daran sieht man, dass diese Notes im Durchschnitt doch deutlich zinsgünstiger sind als die CLOs, die man begeben hat, oder diese Revolver-Finanzierung, ne, wo man einfach Geld reintun kann und wieder rausnehmen kann täglich. Das kostet halt auch was. Und so eine Note, so eine unbesicherte Note, die läuft halt 4, 5 Jahre. Aber dafür hat man eben deutlich niedrigen Zins hier mit 3,2%. Das ist ja schon sehr gut. Aber sie ist jetzt auch nicht aktuell neu begeben worden. Steht hier leider mal wieder nicht, wann die begeben wurde. Könnte man auch noch dazu schreiben. Dankeschön. So, jetzt habe ich noch einen Punkt, das ist nämlich das Spillover-Income. Hier sehen wir nochmal die Fristigkeiten. Ja, wenn man drauf guckt, kriegt man erstmal einen Schreck. Nächstes Jahr werden 2 Milliarden fällig, aber 2 Milliarden für Ares sind so wie 200 Millionen für andere BDCs. Es spielt keine große Rolle. Das meiste liegt jetzt schon nach 2030. Das ist ja doch noch ein bisschen hin. Und die werden natürlich jetzt auch anfangen umzurollieren, wenn wirklich die Fed Fund Rate jetzt mal 4-mal oder 5-mal gesenkt wurde. Dann haben die auch eine Chance, wieder ein paar Sachen rauszuschmeißen. Ja, die Grafik hat mich noch interessiert, denn hier steht das Spillover Income. Und da war ich erstmal erschrocken, weil dieser Wert letztes Quartal, glaube ich, noch bei 1,29, jetzt bei 1,26. Warum ist der jetzt runtergegangen? Wenn man aber das absolute Spillover vergleicht, dann ist das noch genauso hoch. Ich habe einfach mehr Shares jetzt am Markt. Und wenn ich das gesamte Spillover durch mehr Shares teile, dann ist pro Share eine 1,26 jetzt noch übrig. Das heißt, nehmen wir mal an, dass Earning Available for Distribution oder dieses Core EPS fällt jetzt auf 45 Cent, dann und die halten einfach ihre Dividende bei 48, dann wird das auf jeden Fall um 3 Cent nochmal sinken. Ja, das können sie eben doch noch sehr lange weitertreiben hier mit diesem fetten Spillover, das auf jeder Aktie jetzt sozusagen drauf liegt. Das heißt, wenn ich eine Aktie kaufe, dann liegen da im Moment 1,26 Dollar drauf. Aus der Historie, wenn man so will. Wir haben andere BDCs, die hätten hier jetzt 50 Cent drauf liegen oder sogar nur nichts. Die schütten immer nur das aus, was sie verdienen und bilden keine Rücklagen, wenn man so will. Und wir sehen ja bei PennantPark zum Beispiel, die hatten auch ein gutes Spillover. Die halten ihre Dividende einfach, oder hielten, wie es jetzt aktuell ist, weiß ich nicht, müssen wir uns mal halt die Q3-Zahlen erst abwarten. Die hielten ihre Dividende immer konstant, obwohl die nicht mehr genug Geld verdienen, um eigentlich die Dividende ausschütten zu können. Das entnehmen sie dann diesem Spillover.
ja, man wird es nicht ewig machen können, wollen, aber es reicht sicherlich hier die 1,26 $, um jetzt auch mal 4, 8 Quartale, 12 Quartale durchhalten zu können, wenn man es denn überhaupt muss. Im Moment sehen wir ja bei Ares hier noch keine Bewegung. Das Spillover-Income hat sich nicht bewegt. Wir haben immer noch 878 Millionen, wie auch im Vorquartal. Das hängt aber eben damit zusammen, dass das Core EPS oder das Net Investment Income sich nicht bewegt hat. Ja. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wo. Taxable Income ist da nochmal eine andere Größe, wahrscheinlich auf die sich das bezieht. Aber nehmen wir jetzt einfach mal das Core EPS sozusagen, ist ja auch konstant geblieben von Q2 auf Q3. Ja, damit sind wir sozusagen eigentlich auch zum Ende hin angekommen. Ich glaube, es war auch die letzte Grafik hier drin. Haben die verschiedenen Aspekte schon mal jetzt wieder länglich diskutiert, aber Ares ist natürlich ein wichtiger BDC, den auch viele in ihrem Portfolio haben und gibt es nichts zu meckern. Ach so, was wir uns jetzt nochmal angucken, habt ihr jetzt Pech gehabt, das dauert doch noch ein bisschen, ist nämlich der BDC-Vergleich hier. Dafür habe ich den ja jetzt hier extra gemacht. Wir haben hier Ares Capital. Q2 stimmt nicht, das ist nämlich schon Q3. 28,7 plus 7%, das gibt den Takt vor. Wir haben also in allen Zahlen hier eine deutliche Weiterentwicklung Year to Year sozusagen. Jetzt haben wir hier Year to Dreivierteljahr. Ne, wenn wir bei FSK schauen hier oder der blauen Eule, gut, die haben auch eine schöne Entwicklung jetzt hier sichtbar. Assetbestand, und das ist eben das Pfiffige, ist von diesen dreien der niedrigste im Schnitt. Das heißt, sie haben eine sehr gute breite Streuung da drin. Eigenkapital 46,5. Von den dreien immer noch der beste, wenn wir jetzt auch ein leichtes Absinken gegenüber den Höchstständen in 2023 und 2024 hier sehen. Der Hebel also bei 1,2 jetzt angekommen. Ja. Wenn wir jetzt sinkende Fremdkapitalzinsen sehen, ist so ein Hebel natürlich gar nicht schlecht. Einnahmen auf die Assets 11,1. Hier, wir haben hier eine 11,5 und auch bei Blue Owl auch eine 11,1. Blue Owl ist ja noch stärker unterbewertet als, ja, Ares Capital ist ja im Moment an der Börse gar nicht unterbewertet, sondern wird immer noch mit einem leichten Aufpreis gehandelt. Sharepreis, was für ein Net Investment kann ich im Moment kaufen, oder im Moment heißt hier 30.09. Knapp unter 10% und das bei FSK mit 12% und Blue Owl mit 11, auch ungefähr 11,8 dann vergleichbar, aber besser. Der Zinsaufwand an den Einnahmen ist jedoch hier mit 26,7. Ja, wir sehen eine Verschlechterung, haben wir schon diskutiert. Net Investment Income 43% ist es leider jetzt ein bisschen gesunken. Ich sage immer, über 40% ist noch okay. 43 haben wir auch hier und bei Blue Owl sogar einen besseren Wert. Also von den Einnahmen, also der billigste, der preiswerteste, was auch insbesondere die Gebühren angeht, ist Ares nicht unbedingt. Das sieht man jetzt hier, würde ich sagen. Aufschlag zum Buchwert am 30.09., also 2% Aufschlag. Bei FSK haben wir einen 5% Abschlag und ähnlich war es auch bei Blue Owl, wobei das immer noch die Werte vom 30.06. sind, ja, bitte beachten. Es wird bei FSK, glaube ich, am 30.09. nochmal anders aussehen. Dividendenrendite 9,4 jetzt, hier hat man noch eine 13% und eine 10,6 bei Blue Owl. Da bei beiden die Börsenkurse in Q3 gesunken sind, wird man hier jetzt höhere Dividendenrenditen sehen. Dividende haben wir diskutiert, Steigerung haben wir lange nicht gesehen. Und das war es jetzt aber wirklich auch. Den Rest hier, den haben wir an anderer Stelle, was die Performance angeht. Das haben wir gerade in anderen Videos untersucht. Ich würde sagen, das war es zu Ares. Kanal abonnieren, Like da lassen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Der nächste Wert sein wird. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass Oxford Lane Zahlen veröffentlicht wird. Da will ich gar nicht hingucken. Gut, ich muss es aber, es hilft alles nichts. Bis demnächst und viel Spaß mit den BDCs.